So, dann wollen wir mal. So, Musik an. Kabel steckt und go. Aber die Lüftung müssen wir ein wenig runterdrehen, das ist uns zu. So ist, glaube ich, besser. Gut. Dann tauschen wir die mal. Machen die ein bisschen größer. Und dann fahren wir mal los. Hoffen wir mal, dass dieses Video von der Qualität besser wird. Seht ihr schön beim Ausparken die Oberansicht und die Rückfahrtkamera. Da wollen wir mal eine kleine Spritztour machen, ne? Ja, bis jetzt bin ich immer noch mega begeistert von dem Auto. Das einzige Problem ist immer noch das DVR, das deaktiviert ist. Da hatte ich jetzt mit einem Händler Kontakt, mit meinem Händler Kontakt und mit dem Techniker. Und der sagte mir, dass er das auf jeden Fall jetzt weitergibt. Und er hat selber schon mal ein bisschen in meinen Wagen reingeguckt von der Ferne und hat gesehen, dass es gar kein Länderfleck eingetragen ist, also gar kein Land. Das könnte natürlich schon der Fehler sein. Und jetzt hoffe ich, dass er sich irgendwann die Tage zurückmeldet, weil es geht nächste Woche in den Urlaub, in die Türkei, in der Woche. Und ja, ich würde es eigentlich schon gerne vorher gefixt haben, sonst muss ich danach mal schauen. Also wenn ich da was habe, dann werde ich das auf jeden Fall direkt kundtun, damit alle, die ein Auto aus Graz oder wo sie bei der Auslieferung schon sehen, das DVR ist nicht verfügbar, dass das gefixt ist. Eventuell kann ich es auch so machen, dass ich nochmal darauf hinweise, dass sie das an Xpeng selber weitergeben und eventuell ein Checkup dann gemacht wird, weil das scheint ja hier nicht der Fall gewesen zu sein. Genau, um andere dann davor zu schützen, die Funktion in Deutschland nicht nutzen zu können. Sonst ist es ein herrlicher sonniger Tag, knackige 30 Grad. Und genau, jetzt machen wir mal eine kleine Spritztour. Und ich hoffe, dass die Qualität diesmal passt. Habe auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut. Es geht ja alles aus meiner privaten Tasche. Ich bin ja nicht so groß, sondern mache erst seit 1,5 Wochen Videos. Aber es macht mir Spaß. Ich sehe das gerade noch als Hobby. Aber wenn sich nachher die Möglichkeit ergibt, dadurch ein bisschen Geld zu verdienen, sage ich da natürlich auch nicht Nein zu. Das ist ganz klar. Aber in erster Linie geht es mir darum, euch den Wagen zu zeigen, weil ich mit einer der ersten bin, der den Wagen wirklich daily fährt, gekauft hat und schon besitzt natürlich. Das ist ja die Sache. Andere warten jetzt noch Ewigkeiten. Ich hatte das Glück, dass mein Händler Hackerott in Hannover 2 Autos im Lagerbestand hatten und die auch genau meiner Config entsprechen. Dann gab es einmal noch den Unterschied, also mit Anhängerkupplung oder ohne, und dann habe ich mich natürlich für mit entschieden. Weil wenn man einen mitbestellt, das dauert dann nochmal 1-2 Monate länger. Ja, also einfach Glück gehabt und gesagt, ich unterschreibe den Vertrag und 3 Wochen später hatte ich das Auto. Nicht mal 3 Wochen, 2,5 waren es nur. Also kann ich auch sehr empfehlen. Also Herr Grüning, Kevin Grüning mit dem hatte ich Kontakt, der hat mir das Auto dann auch verkauft. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber die haben im Moment echt viel zu tun, weil die Nachfrage an Xpengs halt sehr, sehr hoch ist. Ne? Also das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht halt für sich. Ja, und darum ein wenig Nachsicht muss man manchmal ein bisschen haben. Aber im Endeffekt, wenn man überlegt, wie schnell das dann alles bei mir ging, spricht das ja im Endeffekt für Herrn Grüning. Fahren wir mal Richtung Autobahn. Machen wir eine kleine Spritztour heute. Ich würde euch dann auch noch vor dem Urlaub die X-Kombos, die ich nutze, einmal zeigen. Leider ist bei meinem Auto immer noch die 5.8 Version drauf und noch nicht die 5.9.5. Somit kann ich das mit dem GPS noch nicht nutzen.
Da weiß ich auch nicht, vielleicht liegt das halt auch eventuell an diesem Länderfleck. Leider habe ich das noch nicht angeboten bekommen, sonst hätte ich das natürlich auch direkt installiert und einfach alles nochmal getestet. Weil zwischen dem P7 Plus und den G6 und G9, die haben ja die 595 bekommen und haben zum Beispiel diese Sprachsteuerung, die erweiterte, mit Google suchen und Points of Interest. Das habe ich aber bei der 585 schon drin. Also da scheint es auf jeden Fall Unterschiede zu geben. Das werde ich auch nochmal im Nachgang ein bisschen recherchieren. Entschuldigung, ein bisschen Sprachfehler gehabt. Das sind so die Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind. Aber das Auto ist, also ich habe es jetzt 1000 Kilometer circa gefahren und ich liebe es einfach. Also es macht einfach so Spaß. Es funktioniert soweit alles, was angeboten ist. Wie gesagt, das DVR ist nicht drin, aber das liegt halt an einem Problem, was sie jetzt das erste Mal dann erst rausfinden. Ich probiere dann es so voranzuschieben, alle Autohäuser dann vorher überprüfen, ob das korrekt eingestellt ist oder ob sie das irgendwie mit einem Update mit einspielen können, dass das richtige Flag gesetzt wird. Also da würde ich mich einmal für einsetzen, zumindest damit nicht jeder diese Probleme hat. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt, was ihr wirklich noch sehen wollt, was euch interessiert. Weil für mich ist es noch schwierig herauszufinden, was für Content ich überhaupt zeigen will, was euch interessiert. Zum Beispiel diese Funktionsvideos haben ja auch meistens schon die YouTube-Kollegen gemacht, die das Auto dann immer einen Tag besitzen und das professionell machen. Die zeigen in kurzer Zeit natürlich, was das Auto alles kann. Und bei mir habe ich jetzt zumindest gemerkt, das erste Video, was ich gemacht habe und einfach erzählt habe und gefahren bin, das kam bei euch am besten an. Genau, deswegen gebt mir mal eine Richtung, was euch interessiert, was ich auf dem Channel machen soll. Und darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann werde ich natürlich auch bemüht sein, sehr viel Content, 2 bis 3 Videos vielleicht sogar die Woche zu produzieren und dann für euch zur Verfügung zu stellen. Hier zur Info, hier ist keine 70 mehr. Und der hat trotzdem nur 70 erkannt. Mal schauen, die 120 hat er gerade erkannt. Schauen wir mal, dass der VW hinter mich reinlässt. Das sieht gut aus. Und drüber können wir auch noch. Dann machen wir wieder ACC und LCC an mit den zweimal runter. ACC mit dem ersten und wenn man beides gleichzeitig hintereinander macht, wird LCC gleich mit angemacht. Also ACC ist ja Adaptive Cruise Control, also dass er den Abstand einhält und die Geschwindigkeit selber reguliert und Gas gibt und bremst. Und das LCC, um die Spur zu halten. Jetzt haben wir hier wieder auch den Fall, dass 100 erkannt wurde, obwohl 120 ist. Also das mit der Schildererkennung funktioniert manchmal nicht ganz so gut. Aber dafür zum Beispiel den Spurwechsel einwandfrei, man muss nichts machen. Also schon ein komfortables Fahren, auch das Fahrwerk ist top. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er auf der Autobahn ist und es ist windiger, dann vielleicht eventuell auf Sport zu stellen oder die individuell auf das Fahrwerk ein bisschen härter einzustellen. Da man sonst die Windböen gut merkt. Also der Wagen ist dann schön ein bisschen am Schaukeln. Im Endeffekt ist er im Komfort und soll ja auch schaukeln und Sachen abfedern, aber bei Wind ist es dann auf der Autobahn nicht so angenehm, würde ich behaupten. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welchen Xpeng ihr euch bestellt habt oder was für ein Interesse ihr habt. Ich habe mir im Endeffekt alle einmal angeguckt und ich hätte eigentlich am liebsten den G9 genommen. Von der Optik her finde ich den am schönsten. Aber ich habe dieses Head-Up-Display halt gesehen in einem Video, dass das halt in dem hier kommen soll. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt die Größe vom G9 und bin jeden Tag auf der Autobahn hier unterwegs. Von daher ist eigentlich dieses Auto dann für mich sogar besser. Und jetzt im Nachgang bereue ich es auch nicht. Also meine Freundin hätte lieber den G9 gehabt, aber einfach nur wegen dem Aussehen. Aber sie sagt auch, dieses Auto
Sie macht sich auch auf die Massage an. Sie sitzt hier viel besser drin. Ihr wird manchmal auch schlecht im Auto. Ich hatte vorhin Audi A6 45 TDI und da drin ist sie wirklich ein bisschen schlecht geworden, warum auch immer. Und hier drin kann sie so hoch sitzen und so nach vorne, dass sie das nicht mehr hat. Also spricht auch für den Wagen. Also die Einstellungsmöglichkeiten vom Sitz sind halt extrem gut. Das noch zur Info. Was gibt's noch? Genau, meine Tochter, die sitzt hinten rechts natürlich noch auf so einer Kinderschale. Kindersitz, Entschuldigung, keine Schale. Falsch. Sie ist nämlich schon, wird jetzt bald 7. Die macht sich auch die Rückenmassage an und die Sitzbelüftung. Und die liebt den Wagen auch. Also jedes Mal, sie steigt ein, hey Xpeng, mach meine Massage an, mach meine Sitzbelüftung an. Also die feiert das Auto auch extrem. Jetzt haben wir nochmal freie Bahn. Jetzt will ich mal gleich nochmal, jetzt kommen gerade viele auf der zweiten, da warte ich nochmal kurz. Dann gehen wir gleich nochmal ganz rüber und fahren den Wagen einmal komplett aus, dass ihr das auch mal seht, wie schnell er fahren kann. Na kommt, Leute. So, gehen wir mal ganz auf die linke Spur. Machen auch nochmal schön Sport an. Na komm. So, und jetzt würde ich gerne, dass du dich von der Spur verziehst. Ey, wir wollen noch mal einmal ausfahren. Also, ich weiß nicht, was er da macht. Ja, schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Das ist ja vorher wechselt, aber jetzt zieht natürlich da wieder einer rüber. Ich würde gerne schneller fahren. Wenn man es denn mal kann. Ja, aber er will nicht rüberziehen. Er denkt hier wahrscheinlich, ihr Auto, der will nicht schnell fahren, aber ich möchte gerade schnell fahren. Also gib mir doch bitte die Möglichkeit und fahr rüber. Naja, scheint der VW vor uns bei 180 abgeriegelt zu sein. Also für mich ergibt sich nicht der Sinn, warum er auf der linken Spur fährt, wenn er nicht Gas geben möchte. Weil ich glaube, jetzt gleich kommt irgendwann wieder ein Schild, dass man langsamer fahren muss. Ja, schade. Ich weiß nicht, was der hier macht. Aber wir haben ja auch Sonntag. Das scheint ein Sonntagsfahrer zu sein. Ja, du kannst gerne bremsen, aber ich möchte gerne fahren. So, du jetzt bitte auch rüber, weil ich möchte einmal den Leuten zeigen, was der Wagen kann. Also bitte, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ja, danke. Also, so, jetzt aber, bevor es nachher wieder mittiert ist. 200, bei 200 wäre er eigentlich abgeriegelt, wird gesagt, aber er fährt so 214, ist meine Erfahrung, genau. Und das auch sicher und ruhig. Also, es macht echt Spaß, der Wagen. Der ist für schnelle Fahren und fürs langsame Fahren gut. Fürs bequeme oder sportliche. So, Verbrauchsanzeige ist auf 25,4 hochgeklettert. Das geht natürlich, wenn man das jetzt längere Zeit macht, noch viel höher, ist logisch. Ich wollte einfach nur mal zeigen, das kann der Wagen auch. Wenn einer sagt, ich hole mir lieber kein E-Auto, der ist ja auf der Autobahn langsam oder ähnliches, der hier auf keinen Fall. Also ich finde, das reicht. Mit meinem A6 bin ich auch maximal einmal 220 gefahren und das reicht eigentlich auch. So, jetzt haben wir schon die 130, dann müssen wir natürlich runtergehen. So, dann habt ihr das aber auch einmal gesehen. Und dann müssen wir uns natürlich an die Geschwindigkeiten halten. Und dann würde ich jetzt hier auch einmal drehen.
dass wir wieder Richtung nach Hause kommen. Dann würde mich zusätzlich von euch noch interessieren, ob ihr lieber längere Videos, so 10 Minuten Videos, 20 Minuten Videos sehen wollt, was da so der Maßstab bei euch ist. Meine persönliche Präferenz ist immer so 10 bis 20 Minuten. Längere Videos finde ich dann schon etwas anstrengender und dann schalten wahrscheinlich die meisten Leute dann irgendwann ab. So zum Essen gucken ja ganz viele oder abends, wenn sie im Bett liegen, nochmal, was sie interessiert. Und ich denke, dann ist so zwischen 10 und 20 Minuten die richtige Wahl, aber da würde mich interessieren, was ihr halt sagt. Und würde dem auch natürlich nachkommen. Also das ist natürlich alles möglich, dann den Content so zu kreieren, dass man die Wünsche von euch berücksichtigt. Ne? So, machen wir nochmal eben ein Navi an, nach Hause. Ja, dann würde ich jetzt nämlich wieder den Heimweg antreten und schauen, dass ich das Video geschnitten bekomme und dann für euch vielleicht heute Abend zur Verfügung stellen kann. Oder so früh wie möglich. Also ich würde sobald ich fertig bin und zufrieden bin, das Video dann uploaden und würde mich wirklich sehr, sehr über ein Abo, über Kommentare und ähnliches freuen. Also einmal spoilern kann ich schon mal, ich nutze eine X-Combo von auch einem YouTuber, Caillou. Kennt ihr bestimmt alle, der einen G6 hat. Das mit den Geschwindigkeiten und dann der Rekuperationseinstellung. Im Stadtverkehr ist es dann halt schön, dass man mit dem One-Pedal-Driving super klarkommt. Und auf der Autobahn ist dann halt auf niedrig eingestellt, wenn man höhere Geschwindigkeiten fährt im Endeffekt. Ne? Und damit komme ich super klar bis jetzt. Deswegen habe ich das auch noch an. Und die anderen würde ich dann im Video einmal nochmal zeigen. Und natürlich die auch noch. So, dann soll es das gewesen sein. Ich würde mich über ein Abo und ein Like und natürlich über die ganzen Kommentare sehr freuen. Ich probiere auch alle zu beantworten. Und ich freue mich darauf, euch im nächsten Video zu sehen. Bis dann!